Am 21. April durchbrach die erste weißrussische Front mit 3 Armeen den Berliner Autobahnring und drang in die Vororte von Berlin ein. Die 25. Panzergrenadierdivision stand in heftigen Abwehrkämpfen im Brückenkopf von Eberswalde auf dem Südufer des Finowkanals, der von der Heeresgruppe Weichsel gebildet worden war. Die Reste des Panzergrenadierregiment 119 setzte sich unter ständigen Feindangriffen nach Klobbeke ab. Sie kämpften ohne Tross und Kraftfahrzeuge und damit ohne Versorgung einen verzweifelten Abwehrkampf. Die Reste der beiden in der Nacht aus Friezen ausgebrochenen Bataillone vom Panzergrenadierregiment 35 fanden am Südrand des Waldes von Finow Anschluss an die Division. Die Heeresflak-Abteilung 292 verlegte nach Finow und hatte nach 6 Tagen ununterbrochenen Kampfes ein paar Stunden Ruhe, da die Division nun nicht mehr in der Hauptstoßrichtung des Feindes lag. Dafür begannen jetzt die Sorgen um den Kraftstoff. Es musste wenigstens so viel beschafft werden, dass die Truppe über den Finowkanal geschafft werden konnte. Am Abend kam der Befehl, die Division über den Finowkanal zurückzunehmen. Dieser Kanal sollte Hauptkampflinie werden. Die Aufgabe der Division war nun, den Nordraum der 3. Panzerarmee zu schützen und nicht mehr Berlin. Der Divisionsstab verlegte den Gefechtsstand nach Britz, 5 Kilometer nördlich Eberswalde. Die Division wurde nun dem 101. Korps unterstellt. Am nächsten Tag, dem 22. April, schwenkte die 1. polnische Armee gegen den von der 25. Panzergrenadierdivision und der 5. Jägerdivision gehaltenen Brückenkopf Eberswalde ein und griff diesen mit starken Kräften an. Der Brückenkopf wurde gehalten und erfüllte seinen Zweck, indem er starke gegnerische Kräfte band. Das Panzergrenadierregiment 119 wich auf Spechthausen zurück. Das Panzergrenadierregiment 35 hielt links davon die Stellung im Finowald. Südlich des Brückenkopfes stießen die Sowjet mit Panzern über Bernau in Richtung Oranienburg vor. Das einzige Hindernis war dort die Havel zwischen Oranienburg und Spandau, die nur von schwachen Marinebataillonen und Volkssturm gesichert war. Die Verteidigung von Eberswalde bis Spandau hatte der Stab Steiner zu organisieren. Am Abend kamen die ersten sowjetischen Panzer an der Havel an. Oranienburg konnte gehalten werden. Aber bei Hennigsdorf, nördlich von Spandau, gewannen die Sowjets einen Übergang über die Havel. Am Vortage hatte Hitler befohlen, dass SS-Oberstgruppenführer Steiner mit der 11. Armee aus dem Raum Eberswalde nach Berlin angreifen sollte. Zu diesem Zweck sollten Steiner alle Verbände nördlich von Berlin, einschließlich Hitlerjugend und Bodentruppen der Luftwaffe zugeführt werden, um den Angriff unter Einsatz des letzten Mannes durchzuführen. Am 22. April wartete Hitler nun begierig auf Nachrichten von Steiners Vormarsch. Als bei der Mittagslagebesprechung im Führerbunker in der Reichskanzlei in Berlin Generaloberst Jodl vortrug, dass Steiner noch nicht zur Befreiung von Berlin angetreten sei, ja, dass dessen 11. Armee überhaupt noch nicht existiere, erlitt Hitler einen Nervenzusammenbruch. Nach stundenlanger Beschimpfung seiner Umgebung beschloss er dann, im Bunker zu bleiben und Berlin nicht zu verlassen. Er erlaubte jedoch dem Oberkommando der Wehrmacht, den Gefechtsstand nach Krampnitz bei Potsdam zu verlegen. SS-Obergruppenführer Steiner hatte den Angriff nicht befohlen, weil die ihm unterstellten Einheiten von Heer und Luftwaffe nicht erschienen waren. Er hoffte aber am nächsten Tag, dem 23. April, im Morgengrauen mit 7 Bataillonen unter Führung von General Krössin bei Liebenwalde den Finowkanal überschreiten zu können, und zwar mit 2 Bataillonen einer SS-Polizeidivision, mit 2 Bataillonen SS-Pionieren, mit 2 Panzerjagdbataillonen, die bewaffnet mit Panzerfäusten und Fahrrädern waren, und der Panzeraufklärungsabteilung 125 der 25. Panzergrenadierdivision, sowie 5 Flakbatterien als Artillerie. Wegen Mangel an Nachrichtenmitteln und infolge von Marschverzögerungen kam auch dieser Aufmarsch am 23. April nicht zustande, sodass erst am 24. April
angetreten werden konnte. Die 3. Panzerarmee hielt in diesem Tage die nördliche Oderfront. Der Brückenkopf an der Autobahn südlich Stettin konnte sogar durch Gegenangriffe etwas eingeengt werden. Da gelang den Sowjets am Abend das Übersetzen über die Oder bei Greifenhagen und die Oderfront brach bei Garz bis auf 16 Kilometer Breite zusammen. Die Heeresgruppe kam zur Überzeugung, dass die 3. Panzerarmee diesen großen Brückenkopf nicht mehr mit eigenen Kräften bereinigen konnte und wollte die 25. Panzergrenadierdivision aus der Front bei Eberswalde herausziehen. Dies war aber wegen Betriebsstoffmangel kurzfristig nicht möglich. Das Oberkommando der Wehrmacht befahl Gegenangriff bis an die Oder und diese unter allen Umständen zu halten. Dafür waren aber auch keine Kräfte mehr vorhanden. Am 23. April kämpfte daher die Division noch im Brückenkopf von Eberswalde. Sie wehrte dort im Laufe des Tages über 20 Feindangriffe, teilweise mit erbitterten Nahkämpfen ab und zog in der folgenden Nacht die Verbände über den Finowkanal zurück. Am Spätnachmittag diesen Tages richtete Reichsmarschall Göring von Berchtesgaden aus einen Funkspruch an die Reichskanzlei, ob er die Nachfolge Hitlers antreten solle, falls dieser im Bunker handlungsunfähig werde. Dieser Funkspruch führte zur Verhaftung Görings in Berchtesgaden und zu seiner Ablösung als Oberbefehlshaber der Luftwaffe. Sein Nachfolger als Oberbefehlshaber der Luftwaffe wurde Generaloberst Ritter von Greim. Am frühen Morgen des 24. April trat die Gruppe Steiner, dabei auch die Panzeraufklärungsabteilung 125, von Liebenwalde in 2 Kolonnen über den Finowkanal nach Süden an. Der Gegner war zunächst völlig überrascht und gab überall nach. Die Angriffskolonnen erreichten bald Wernsingendorf und Klosterfelde, 10 Kilometer südlich des Kanals, und damit die Vormarschstraße der Sowjets. Dort versteifte sich dann der Widerstand. Als die 1. polnische Armee dann zum Gegenangriff überging, setzte sich die Gruppe Steiner wieder hinter den Finowkanal ab und wurde dort durch starke feindliche Kräfte gebunden. SS-Obergruppenführer Steiner erhielt nun vom Oberkommando der Wehrmacht den Befehl, von neuem aufzumarschieren und aus dem Gebiet nordwestlich Oranienburg westlich der Havel in die tiefe Flanke des nach Westen durchgebrochenen Gegners zu stoßen. Zu diesem Angriff wurde vom Oberkommando der Wehrmacht verfügt, dass die 25. Panzergrenadierdivision nach Oranienburg zu verlegen und dort der Gruppe Steiner zu unterstellen sei. Dies war gegen die Absicht der Heeresgruppe, die die Division nach Norden an die Stettiner Autobahn verschieben wollte. Der Gruppe Steiner wurde für den Angriff noch die 3. Marinedivision, ein SS-Regiment und die 7. Panzerdivision unterstellt. Letztere, früher so berühmte Division, bestand nur noch aus schwachen Kräften und war wegen Mangel an Kraftfahrzeugen unbeweglich. Für die 3. Panzerarmee kehrte sich durch diesen Befehl die Lage völlig um. Jetzt schützte die Gruppe Steiner nicht mehr die rechte Flanke der Armee, sondern die Armee musste durch Festhalten an der Oder der Gruppe Steiner den Rücken frei halten für einen Angriff auf Berlin. Aus der erwarteten Ruhepause der Division hinter dem Finowkanal wurde nichts. Die Truppenteile wurden nach Unterstellung von versprengten Einheiten neu gegliedert, die Trosse und Fahrzeuge wieder herangeholt. Am Abend des 24. April begann schon der Abmarsch nach Westen, durch die Schorfheide, über Zedenik in den Raum Löwenberg-Nassenheide, nördlich Oranienburg, wo sich die Division am 25. April versammelte. Am Vormittag des 25. April stellte sich die 25. Panzergrenadierdivision bei Nassenheide zum Angriff nach Süden bereit. Sie wurde der Gruppe Steiner unterstellt und errichtete den Divisionsgefechtsstand in Teschendorf. In den Nachmittagsstunden trat die 25. Panzergrenadierdivision zu ihrem letzten geschlossenen Angriff des Krieges an. Gegen zähen Widerstand konnte die Division mit der gepanzerten Kampfgruppe und dem Panzergrenadierregiment 35 die Bahnlinie bei Germendorf 4 Kilometer westlich Oranienburg erreichen und damit einen Brückenkopf über den Ruppiner Kanal gewinnen, als Ausgangspunkt für den Angriff auf Berlin.
Von den anderen Verbänden, die an diesem Angriff teilnehmen sollten, war jedoch nichts eingetroffen. Die Division stand allein auf weiter Flur. Im Übrigen war dieser 25. April ein Tag mit weiteren historischen Ereignissen. Die Heeresgruppe Weichsel gab auf eigener Verantwortung des Oberbefehlshaber Generaloberst Hein Ritchie die Oderfront und die Festung Stettin auf. Die Festung Swinemünde wurde für den Abtransport über See noch gehalten. Bei Ketzin westlich Potsdam vereinigten sich die vom Norden kommende 1. Weißrussische Front mit der aus dem Süden kommenden 1. Ukrainischen Front. Berlin war damit eingeschlossen. Bei Torgau an der Elbe trafen sich sowjetische Truppen mit den Amerikanern. Damit waren die deutschen Armeen in Norddeutschland von Truppen in Süddeutschland abgeschnitten. Wenn dir dieses Video gefallen hat und du erfahren möchtest, wie der weitere Kampf der Division in den letzten Tagen der Schlacht verlief, würde ich mich sehr freuen, wenn du uns jetzt unterstützt und dem Kanal ein kostenloses Abo dalässt und die Glocke aktivierst und auf alle stellst, sodass du immer eine Nachricht erhältst, wenn auf dem Kanal ein Video hochgeladen wird. Über einen Daumen nach oben würde ich mich ebenfalls sehr freuen. Ich danke dir, dass du dabei bist.